Aua, 16 € für 36 Bilder. Als Schwabe treibt mir das mal richtig Tränen in die Augen. Wie gut also, dass es die Fuji gibt, wo man ebenfalls seine Lieblingsfilme laden kann. Und genau um eine davon geht es auch heute, den Kodak Portra 400. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Recipe-Folge. Wer früher auch schon analog unterwegs war, der wird natürlich auch den Kodak Portra in seinen unterschiedlichen Ausführungen kennen. Dieser Farbnegativfilm kam 1998 auf den Markt und zeichnete sich vor allem durch seine Feinkörnigkeit und die höhere Empfindlichkeit aus. Besonders geschätzt wurde er aber auch durch die außergewöhnliche Farbsättigung und die Abbildung von Hauttönen. Das Kodak Portra Recipe findet ihr wie immer auf Fuji X Weekly, aber es gibt auch noch einige andere Plattformen. Der Vorteil bei Fuji X Weekly ist ganz klar, das Recipe kann man hier entsprechend dem Sensor bzw. dem Kameramodell auswählen. Denn durch die unterschiedlichen Sensorgenerationen unterscheiden sich auch leicht die Farben immer. Wie man das Recipe auf die Kamera lädt bzw. die Werte dafür eingibt, habe ich ja in einem der letzten Videos gezeigt. Am Ende des Videos findet ihr aber auch nochmal die Werte, die man für das Kodak Portra Recipe in die Kamera eingibt. Und das Ganze dann am Beispiel der X-T5. Die außergewöhnliche Farbsättigung des Kodak Portra Recipes erreicht man am besten bei schönem Wetter. Sprich viel Sonne, blauer Himmel und noch ein paar Wolken dazu. Wie nah das Ganze dann in seiner Farbgebung, Körnung und Empfindlichkeit an das Original herankommt, kann man sicherlich diskutieren. Und es ist natürlich auch immer davon abhängig, in welcher Region man diese Aufnahmen gemacht hat. Denn schon allein das Licht in den Bergen in der Schweiz ist anders als das am Bodensee. Natürlich kann man das Recipe auch bei nicht so schönem Wetter benutzen. Der Look wird dann etwas moody und man sollte auf jeden Fall mit dem Belichtungsgrad nach oben korrigieren, denn ansonsten werden die Aufnahmen zu dunkel. Bei allen Recipes auf Fuji X Weekly seht ihr auch eine Empfehlung zur Belichtungskorrektur. Für die ISO-Einstellung gibt es ebenfalls eine Empfehlung. Diese sollte im Automatikmodus betrieben werden. Wer sich gerne challengen möchte, kann den ISO natürlich auch mal auf die vorgegebene ISO-Zahl von 400 einstellen. Den Rest müsst ihr dann eben über die Blende oder die Verschlusszeit regeln. Also ganz wie früher. Auf fujixweekly.com gibt es unterschiedliche Kodak Portra Recipes. Zum einen abhängig vom Sensor bzw. Kameramodell, zum anderen aber auch abhängig vom Ersteller. Alle Werte, die hier angegeben werden, sind natürlich nicht in Stein gemeißelt. Mit der Fuji hat man die Möglichkeit, das Recipe jederzeit anzupassen, so dass es den eigenen Wünschen entspricht und natürlich dem gewünschten Filmlook. Der spezielle Look beim Kodak Portra Recipe wird vor allem durch den Weißabgleich bestimmt. Dabei aber nicht nur durch die Farbtemperatur, sondern auch durch die Farbverschiebung für den Weißabgleich. Alle Recipe-Variationen, die ich bisher gefunden habe, nutzen eine Farbtemperatur zwischen 5200 und 5500 Kelvin. Wer besonderen Wert auf Hauttöne legt, sollte unbedingt mal damit experimentieren. Ebenso kann man noch mit den Color Chrome Effekten sowie der Farbsättigung Änderungen herbeiführen. Recipes könnt ihr aber nicht nur in der Kamera anpassen. Das Ganze funktioniert auch nachträglich in der Fujifilm X-RAW Studio Software. Hierzu hatte ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Die bereits gemachten Bilder können sich auf der Festplatte oder auf einem anderen Medium befinden. Ganz wichtig dabei ist aber, dass die Kamera, mit der die Bilder gemacht wurden, angeschlossen ist per USB und auch eingeschalten. Denn das X-RAW Studio nutzt hierbei die Kamera als eine Art Grafikprozessor und RAW-Converter. Das Ganze funktioniert auch nur mit RAW-Dateien und nicht mit JPEGs. In jedem Fall aber kann so ein Recipe auch nachträglich mit dem X-RAW Studio angepasst werden. Wer möchte, kann das Ganze dann wieder auf der Kamera speichern oder auf dem Rechner archivieren. Mit dem Kodak Portra Recipe kann man natürlich auch filmen. Hierzu lassen sich ebenfalls fast alle Einstellungen übernehmen, bis auf die Color Chrome Effekte. Da der Base ISO aber erst bei 500 beginnt, empfiehlt es sich in hellen Umgebungen auf jeden Fall einen variablen ND-Filter zu nutzen. Wie im Fotomodus kann das Ganze natürlich dann auch im Videomodus als benutzerdefinierte Einstellung abgespeichert werden. Wer sich mit seiner Fuji also auch für das Thema Filmen interessiert, der sollte das unbedingt mal ausprobieren.
Zum Abschluss kommen wir jetzt noch zum Anlegen bzw. Abspeichern des Recipes auf der Kamera. Hierzu drückt man einmal den Q-Button, wählt über das Drehrad den gewünschten Speicherplatz aus und anschließend drückt und hält man den Q-Button, bis man zu den benutzerdefinierten Speicherplätzen kommt. Der gewünschte Speicherplatz sollte jetzt ausgewählt sein und mit einem Rechtsklick kann man dann auf Bearbeiten gehen. Bei Bildqualität habe ich immer RAW und JPEG ausgewählt. Als Filmsimulation wählt man Classic Chrome aus und bei Körnungseffekt gibt man Weak bzw. Small ein. Farbe Chrome Effekt wird auf stark gestellt und Chrome FX Blau wird auf schwach gestellt. Der Weißabgleich ist bei mir auf 5200 Kelvin eingestellt und bei der Farbverschiebung für den Weißabgleich bin ich bei Rot bei +1 und bei Blau bei -6. Wer möchte, kann jetzt auch noch den Dynamikbereich anpassen auf 400. Die Highlights und Shadows sind bei mir jeweils bei -1. Bei Farbe verwende ich +2 und bei Schärfe -1. Die Rauschreduzierung ist auf -4 und Klarheit habe ich ebenfalls auf -2 reduziert. Durch Schließen des Menüs wird das Ganze dann auch als benutzerdefinierte Einstellung abgespeichert und kann jederzeit dann wieder über das Q-Menü aufgerufen werden. So, das waren jetzt mal meine Erfahrungen zum Kodak Portra Recipe. Da die X-T5 einen neuen Sensor hat, habe ich hier aber immer noch einiges zu testen. Und vielleicht folgt dann auch nochmal ein Update. Natürlich würde mich auch noch interessieren, welche Recipes ihr denn so benutzt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, auch wenn ihr noch Anmerkungen oder Fragen habt. Damit wären wir für heute aber auch schon wieder am Ende. In meiner Fujifilm Playlist auf meinem Kanal findet ihr auch noch das Video zum X-RAW Studio sowie zu den Fujifilm Recipes im Allgemeinen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte auch noch einen Like oder vielleicht sogar ein Abo. Das war's von mir für heute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.